Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und habt Lust, auch in diesem Jahr meinen Kanal zu verfolgen. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Körnerbrötchen. Dafür als erstes 75 Gramm Kürbiskerne, 75 Gramm Sonnenblumenkerne und 50 Gramm Leinsamen mit kochendem Wasser übergießen, circa 10 Minuten einweichen und danach über einem Sieb abgießen und abtropfen lassen. Wenn das erledigt ist, einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Esslöffel Zucker dazugeben, außerdem 100 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen und dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 500 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm Roggenvollkornmehl, 200 Milliliter Buttermilch, 50 Gramm weicher Butter, einem Esslöffel Salz und den eingeweichten Körnern in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Zwischendurch eventuell die Seitenwände der Rührschüssel mit einem Teigschaber abkratzen und dann weiter kneten, bis alle Zutaten zu einem relativ festen, aber noch leicht klebrigen Teig verarbeitet wurden. Den Teig danach auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, nochmal kurz mit den Händen durchkneten, zu einer Kugel formen und im Anschluss mit einem Nudelholz ca. 2 bis 3 cm dick und möglichst rechteckig ausrollen. Wenn das erledigt ist, die Teigplatte mit einem Messer zunächst in 3 gleich große Streifen schneiden und als nächstes in 15 rechteckige Brötchen teilen. Die Brötchen jetzt mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit einem Küchentuch bedecken und für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Volumen der Brötchen deutlich vergrößert hat. Zum Schluss alle Brötchen nur noch mit etwas verquirltem Ei einpinseln, außerdem mit ein paar Sonnenblumen und Kürbiskernen dekorieren und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 20 Minuten goldbraun und knusprig abbacken. Die fertigen Körnerbrötchen anschließend aus dem Ofen holen. So sollten sie dann aussehen. Jetzt auf dem Blech oder einem Gitter noch etwas abkühlen lassen und dann am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.